Gut, ich glaube, die allermeisten haben sich eingewählt, gemäß meinem Counter. Deshalb fangen wir mal an und man kann sich jederzeit natürlich äh, einwählen. Ähm, zum Start zwei, drei organisatorische Punkte. Wir werden das Webinar auf Hochdeutsch abhalten. Erstens, weil ich mein Schwäbisch niemandem zumuten will und zweitens, damit wir es dann auch leichter haben, Untertitel zu generieren für YouTube. Wir werden das Webinar auch aufzeichnen, damit wir es später zur Verfügung stellen können. Also die, die sich angemeldet haben und jetzt kurzfristig nicht Zeit hatten oder wenn sie es noch unter Kollegen im Nachgang teilen wollen. Das wird problemlos möglich sein. Wir werden auch die Folien verschicken. Das heißt, alle Inhalte werden Sie bekommen, können das auch im Nachgang einfach sich nochmal zu Gemüte führen oder teilen, wenn Sie das wollen. Vom Ablauf her, wir haben ja 3 Blöcke. Wir würden Fragen, die Sie haben, die mündlichen Fragen alle nach den 3 Blöcken nehmen, dass wir wirklich Ihnen erstmal alles präsentieren können und am Ende dann eine Frage- und Antwort-Session machen. Sie können aber auch gern schon während der Präsentation, wenn Ihnen Fragen einfallen, die im Chat schreiben. Wenn es wirklich unmittelbare Verständnisfragen sind, dann würden wir die zwischen reinschieben. Wenn es normale allgemeine Fragen sind, würden wir die, wie gesagt, alle am Ende im Q&A-Block behandeln. Genau, so viel zum Organisatorischen und dann würden wir auch gleich loslegen. Unser Webinar hat das Thema Abrechnungslösung für Energieversorger und wir werden zeigen, wie man mit der Cintio Abrechnungslösung E-Mobility-Ladeinfrastrukturen zuverlässig und skalierbar abrechnen und auch betreiben kann. Wir haben da in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehr viel programmiert. Der Philipp Ruin wird das nachher alles zeigen, die neuen Features. Und ich glaube, es warten spannende Neuigkeiten auf Sie. Zur Agenda, die kurze Einführung, die werde ich gestalten, Cintio vorstellen, aufs Thema E-Mobilität bei Energieversorgern eingehen, was wir als Cintio generell bieten. Und dann wird der Philipp, unser Leiter Softwareentwicklung, übernehmen, zeigen, warum braucht es ein herstellerunabhängiges Backend, neue Features im Cintio-Portal zeigen und auch eine Live-Demo von den Features Ihnen geben. Und am Ende vielleicht der spannendste Teil, zumindest aus erster Energieversorgerhand, der Adrian Annen wird zeigen, wie die Strategie EWL im Bereich E-Mobility aussieht, was für Dienstleistungs EWL hat und warum das EWL Cintio Backend einsetzt und welche Anwendungsfälle Sie damit umsetzen und abdecken. Ja, zu Cintio, wer uns noch nicht kennt, wir wurden im Jahre 2020 gegründet. Wir sind ein Software-as-a-Service-Provider für Betrieb und Abrechnung von Ladestationen und ich betone immer den Teil Betrieb, weil Abrechnung ist wichtig, da bieten wir sehr viel Flexibilität, aber wir sorgen auch dafür, dass die Stationen wirklich reibungslos laufen und auch technisch wirklich einwandfrei funktionieren über den ganzen Lebenszyklus. Wir haben eine eigene maßgeschneiderte Software, um das zu machen, die alle Bedürfnisse abdeckt von der Schweizer Strom- und Immobilienbranche. Das heißt, wir sind wirklich, man sieht es hier links, wir haben unseren Sitz in Altendorf, man sieht sogar hier, wenn Sie die Maus sehen, unser Büro, ganz rechts die Terrasse, vorne eine weitere Attraktion von Altendorf, die Badi. Wir sind wirklich im Kanton Schwyz, in der Schweiz verankert und entwickeln wirklich maßgeschneidert für die Bedürfnisse von der Schweizer Strombranche, Ihnen als Energieversorger, aber auch für die Immobilienbranche. Das ist unser Team. Ich habe die Geschäftsführung inne, Marco Mangani, kennt vielleicht auch noch manche aus Septec-Zeiten, dann der Philipp Ruin leitet Software-Team zusammen mit dem Severin Weiß, der technische Projekte umsetzt, Integration und dann unser Team für Kundenbetreuung, Service, Support, Administration, Marketing bei der Sarah Keller. Zusammengefasst, wir probieren uns wirklich um die Ladeinfrastruktur, die auf unserem Portal läuft, so zu kümmern, als ob es unsere eigene wäre und wirklich einfach dafür zu sorgen, dass das läuft, Betrieb und Abrechnung. Hier eine kurze Auswahl zu unseren Immobilienkunden, dass Sie ein Bild bekommen,
wo wir unterwegs sind. Das sind wirklich teilweise große schweizweite Immobilieninvestoren, die wir auch schweizweit betreuen dürfen für Betrieb und Abrechnung, aber dann auch lokale, regionale Verwaltungen bis hin zur kleinen Stockwerkeigentümerschaft irgendwo. Genau, hier Überblick, Auswahl unserer Kunden. Und im Bereich Energieversorger dürfen wir auch schon knapp 30 Energieversorger betreuen. Da hören Sie nachher noch ganz viel dazu. Hier ein kurzer Überblick. EWL wird nachher noch aus erster Hand berichten. Und Sie sehen, wir sind wirklich auch schweizweit aktiv, haben auch EVs in der Romandie, die wir schon betreuen und unterstützen dürfen. E-Mobilität und die Sektorkopplung, die hier jetzt stattfindet, wenn Autos elektrisch werden. Was bedeutet das für Energieversorger? Wir befinden uns dann eigentlich wirklich an der Schnittstelle von drei Sektoren. Also die Sektorkopplung, von der man ja die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte oft geredet hat, die passiert jetzt wirklich. Die Autos werden elektrisch, die sind damit ans Stromnetz angeschlossen, werden Teil vom Stromsystem. Und die Ladeinfrastruktur wird in Immobilien, zum allergrößten Teil in Immobilien umgesetzt. Das heißt, die drei Sektoren wachsen jetzt wirklich zusammen und da ergeben sich natürlich wie bei vielen neuen Themen Herausforderungen für die Energieversorger, aber auch Chancen. Auf der Herausforderungsseite ist natürlich das Verteilnetz, das heißt, der Bereich Verteilnetze von einem Energieversorger sieht jetzt das Wachstum von der E-Mobilität und muss damit umgehen in Bezug auf Netzbelastung, Netzausbau, Smart Grid. Wie kann ich smarte Mechanismen einsetzen, um die Netzbelastung runterzukriegen? Und im Bereich Chancen bieten sich viele Möglichkeiten für einen Energieversorger jetzt mit dem neuen Thema. Im Markt möglichst viele Kunden mit dem Happy Face in der Mitte dargestellt, glücklich zu machen. Und eigentlich braucht es für Energieversorger gar nicht so viele Bausteine am Ende, um da tätig und aktiv zu werden. Aus unserer Sicht braucht man natürlich Ladestationen, also Ladeinfrastruktur, hier unten links dargestellt. Es braucht natürlich irgendjemand, der die installiert und in die Gebäude bringt, ein Elektroinstallateur. Manche Energieversorger haben eine hauseigene Installationsabteilung, manche schaffen da dann aber mit Installationspartnern zusammen. Das kann je nach Bedürfnissen oder Ausgangslage organisiert werden. Und oben drüber natürlich das verbindende Element, ein System, ein OCPP-Backend, was die Ladeinfrastruktur einbindet, herstellerunabhängig, und dann ein umfassendes Management und Abrechnen von der Ladeinfrastruktur ermöglicht. Und basierend auf dem Dreieck sehen wir dann bei der EWL später noch, kann man zahlreiche Use Cases und Dienstleistungen für möglichst viele glückliche Kunden aufbauen. Ein Thema, was ich kurz rauspicken will, was zum Thema Herausforderungen und Chancen passt, sind dynamische Tarife. Da gibt es auch die beiden Seiten. Einerseits sollen dynamische Tarife ja dazu führen, dass dann die Netzbelastung oder Anreize für Reduzierung von Netzbelastung in kritischen Peak-Situationen gesetzt werden. Da gibt es ja schon seit längerer Zeit den Vario-Tarif von Group E. Und jetzt vor kurzem hat EKZ angekündigt, dass sie ab 2026 einen dynamischen Wahltarif einführen werden. Das heißt, das Thema geht jetzt wirklich auch in die Breite. Die zwei Energieversorger gehen voran und wahrscheinlich ist das Thema auch schon bei Ihnen aktuell und es gibt Konzepte, Gedanken dazu. Und der eine Teil ist eben Netzbelastung runterkriegen, aber sobald ich dynamische Tarife eingeführt habe, kann ich natürlich auch Angebote schnüren, wie der Kunde dann flexibel, dynamisch auf diese dynamischen Tarife eingehen kann. Und das setzen wir an als Syntium mit dem Ladenpunktprojekt ChargeSync Plus, wo vor kurzem kommuniziert wurde, dass wir da zu den Gewinnerprojekten gehören. Da ist die Idee, dass wir wirklich probieren, das netzdienliche Laden zusammenzubringen mit den Nutzerpräferenzen, also dass der Nutzer seine Flexibilität kommunizieren kann über ein User Interface, dass wir dann als Syntio herstellerunabhängig über die Stationen, die bei den Energieversorgern
installiert sind, dann wirklich viertelstundenscharf abrechnen und der Nutzer dann von möglichst günstigem Laden profitiert in den günstigsten Viertelstunden. Und ClaimUp, unser Partner in dem Projekt, stellt dann mit einem herstellerunabhängigen Lastmanagement sicher, dass dann wirklich intelligente Ladepläne die günstigsten Viertelstunden wählen und der Kunde dann wirklich maximal kostengünstig laden kann. Da haben wir schon einige Energieversorger, EWL, ENBAG, Stadtwerk Winterthur, Energieservice Biel, die da mitmachen. Wir sind aber offen, auch noch weitere EVs einzubinden für Praxistests. Also falls Sie das interessiert und Sie da auch mitmachen wollen, gern bei mir melden. Genau. Herstellerunabhängig ist schon öfters gefallen. Welche Ladestationen unterstützen wir als Syntio? Im Prinzip wirklich alle. Das ist der aktuelle Stand der Dinge, wo wir 12 AC-Ladestationen integriert haben und Alpitronic als DC-Modell. Wir werden aber nach und nach auf Kundennachfrage alle weiteren relevanten OCPP-fähigen Ladestationen hier einbinden, sodass Sie wirklich die Sicherheit haben, dass alles abgerechnet wird, was Sie bei Ihren Kunden verbauen. Genau, und OCPP ist auch das Stichwort für Philipp Ruin für seinen Teil. Alles klar, vielen Dank, Florian, für dieses Intro. Ich teile gerne meine Präsentation. Einen Augenblick. Gut. Kann man die sehen? Kann man sehen. Sehr gut, danke. Ich stelle mich gerne noch kurz schnell vor. Mein Name ist, wie eingangs gesagt, Philipp Ruhin. Ich bin seit der Gründung mit dabei bei Syntio und verantwortlich für die Softwareentwicklung bei uns. Das mache ich nicht alleine, das mache ich mit einem Team, mit Severin, den Sie vorher gesehen haben, auf der einleitenden Folie und noch weitere Jungs. In meinem Teil geht es darum, warum es ein herstellerunabhängiges Backend braucht oder was die Vorteile davon sind. Ich zeige dann unser Backend, das Syntio-Portal, das ein unabhängiges Backend ist. Und wenn wir Zeit haben, machen wir noch eine kleine Live-Demo. Jetzt, wenn Sie die Ladestation, die Sie bei sich im Betrieb haben, wählen Sie oder haben Sie wahrscheinlich ausgewählt basierend auf der Hardware. Je nach Energieversorger hat man 1, 2, 3 verschiedene Modelle, wo man sich darauf konzentriert. Und viele von diesen Ladestationen kommen ja bereits mit einem Backend, also mit einer Cloud-Software, wo man die Station überwachen kann, wo man Firmware-Updates machen kann. Firmware, das ist die Software, die auf der Ladestation läuft. Und das ist ja wirklich eine sehr gute Sache, weil man muss dann nicht immer vor Ort gehen und mit dem Smartphone was umkonfigurieren. Man kann das zwar machen, aber es ist schon ein Vorteil, dass die Hersteller da immer gleich auch ihr eigenes Backend mitbringen. Auch wenn sie Support machen müssen oder irgendeine Einstellung ändern, für das ist das ideal. Und das ist auch der Ursprung, woher diese Backends kommen. Die sind primär dafür gebaut, um die Ladestation, die technische Seite administrieren zu können. Natürlich bringen die meisten Portale ergänzende Funktionen, also Sie können die ganze Nutzerverwaltung dort machen, Zugriffsrechte, Sie können die Verbräuche tracken, Sie können die auch exportieren und dann manuell oder semi-manuell abrechnen. Aber es gibt natürlich da, insbesondere wenn es um den Betrieb oder die Abrechnung geht, gibt es gewisse Limitierungen. Denn wenn man das so anschaut, jetzt hier mit diesen Pfeilen, Sie haben auf der linken Seite haben Sie das Fahrzeug, dann die Ladestation, eben die Cloud vom Hersteller. Sie greifen mit Ihrem Smartphone oder mit Ihrem PC in den meisten Fällen auf die Cloud zu und die Cloud greift dann auf die Ladestation zu. Oder natürlich auch direkt mit dem Smartphone. Das geschieht dann meist via Bluetooth oder mit WLAN. Das Einzige, was man kennt oder was hier genormt ist, ist der linke Teil, das ist die PWM-Kommunikation. Also die Ladestation sagt dem Auto, wie viel Strom es zur Verfügung hat. Das Auto bezieht Strom. Wenn der Gleichrichter da auf den Pausenmodus geht, meldet er das auch der Ladestation. Aber alles, was hier intern abläuft, Geld dargestellt ist vollumfänglich in der Kontrolle des Herstellers. Also die sehen da nicht rein, sie wissen nicht genau, was abläuft. Oder? Jetzt kann zu Beginn, das ist super, das funktioniert einfach alles, Plug and Play, das ist ein Vorteil, aber können ja hier nur die Ladestationen managen, die vom jeweiligen Hersteller sind. Also es ist so ein bisschen ein Vendor-Lock-in. Wenn Sie mal sich für ein Produkt entschieden haben, müssen Sie auch das verwenden. Jetzt
vielleicht hat noch die technische Marktführerschaft, ist das kein Problem. Es ist einfach nicht garantiert, dass das in 5 Jahren auch noch so ist. Und wir haben ja gesehen mit verschiedenen Ladestationsmodellen, wo es einfach gewisse Schwierigkeiten gibt oder Ladestationen, die es heute nicht mehr gibt. Und wenn Sie dann selbst die Hardware noch haben, aber die Cloud funktioniert nicht mehr, dann können Sie nicht mehr viel machen. Und so ist das eigentlich immer eine Hypothek, die Sie da aufnehmen, eine technische Hypothek, wenn Sie ausschließlich mit dem Hersteller Backend arbeiten ich sage jetzt mal, für das advanced Abrechnen, so wie es Energieversorger brauchen. Im Gegensatz dazu, wenn man sich ein offenes System anschaut, hier hat es jetzt etwas mehr Pfeile, das aber nur, weil es ist nach wie vor eingezeichnet, oder? Die meisten Hersteller können auch oder bieten Ladestationen an mit einer OCPP-Verbindung, also mit dieser offenen Schnittstelle, Open Charge Point Protocol. Das ist ein Standard, wie das Internet oder was auch immer, so dass wir all diese Ladestationen, die mit OCPP kommen, von einem offenen Backend gelesen und gesteuert werden können. Die bleiben eben, wie gesagt, noch selbst drauf, weil bis jetzt ist es schon meistens so, dass der Hersteller jetzt gerade Firmware-Updates, die kontrolliert er selbst, wann er wo, in welcher Region und wie ist die Hardware-Version und welche Software muss sich dann auf die Ladestation aufspielen, das machen sie selbst. Man könnte das mit OCPP auch machen. So weit sind wir aber als Industrie noch nicht. Dort darum läuft das meistens parallel. Also man hat der Hersteller, der da auf die Ladestation drauf zugreift und das offene Backend. Jetzt muss ich da die Animation einblenden. Der Vorteil vom offenen Teil, oder? Also wenn man ein Backend nutzt wie jenes von Syntio, man ist der Hersteller unabhängig, also Sie können verschiedene Ladestationen haben und bedienen die alle mit demselben Backend. Die Hardware kann frei integriert werden. Eben Rollen- und Rechtevergabe, also Sie können sagen, gut, der lädt, der geht nur über das Syntio Backend und wenn Sie wirklich technisch noch was machen wollen, dann nehmen Sie eben das Hersteller-Backend, müssen aber nicht Angst haben, dass die vielleicht dem Kunden Rechte vergeben, dass er irgendwie sich einstellen kann, dass er kostenlos laden kann oder dass die Verbrauchswerte nicht mehr an Ihre Cloud übermittelt werden. Zertifizierbarkeit, wir werden es auf der nächsten Folie noch sehen. Sie haben eine Kette, die durchgängig offen ist und dann auch zertifizierbar ist. Das kann alles belegt werden mit Normen und ob man diese einhält. Das ist sehr wichtig für die Datenqualität. Und eben offene Schnittstellen, das hat es auch gezeigt heute. Sie können jeden Drucker an jeden Computer anschließen und jede Tastatur und Bluetooth auch. Das funktioniert wirklich jedes Gerät mit jedem. Das war früher auch nicht so. Das war eine Evolution über einige Jahre. Und das wird hier auch passieren. Jetzt hier nochmal der ganze Strang, wenn Sie ein offenes Backend verwenden. Sie haben links das Auto, rechts haben Sie Ihre Software, die die Rechnungen erstellt für Ihre Kunden. Also Sie kennen die Normen schon, Sie PWM-Kommunikation, IEC-Normen oder beispielsweise Plug-and-Charge, Vehicle-to-Grid, das ist alles definiert, wie das funktionieren muss. Die Schnittstelle wie auch das Protokoll, das darauf läuft. Schnittstelle ist ja einfach dazu da, dass Programme oder Maschinen miteinander sprechen können. Für uns können Sie sich vorstellen, wie damit wir miteinander kommunizieren können, haben wir Mund und Ohren. Das ist schon mal gut, oder? Das ist die Schnittstelle. Aber wir müssen auch noch dasselbe Protokoll sprechen, in unserem Fall jetzt Deutsch. Ansonsten verstehen wir uns unter Umständen nicht. Und so ist das hier halt auch ganz klar geregelt. Jetzt können Sie noch sagen, gut, Ladestationen haben jetzt auch immer mehr MID-Zähler, also man weiß, wie genau die ist und das ist auch nach einer Norm geprüft. Wenn man nur eine Ladestation hat mit dem MID-Zähler, ist das ja nur die halbe Miete, weil man weiß, okay, der Zähler, der zählt zwar genau, aber kommen die Daten bei mir letzten Endes auch richtig an. Und da kann man jetzt sagen, das OCPP-Protokoll, also das Open Charge Point Protokoll, das wurde von der Open Charge Allianz entwickelt. Das ist einfach eine Allianz von Leuten, die das vorantreiben wollen. Und das wird jetzt auch in eine IEC-Norm übernommen. Das macht es einfacher für Sie, oder? Wenn Sie Ausschreibungen haben, können Sie das reinnehmen und dann steht einfach ganz klar, gut, die Meter-Values, also die Verbrauchsdaten von der Station müssen über OCPP übertragen werden und dann ist genau definiert, wie das geschehen muss. Und Sie sehen da rein, es ist nicht wie eine Blackbox, wo Sie hinten noch irgendwie auf die API zugreifen und Verbrauchswerte erhalten.
Und auch das offene Backend hier jetzt, das Sintio Backend beispielsweise, liefert dann die Daten an Ihnen. Hier gibt es ja auch schon standardisierte Prozesse, wie Sie es bei den normalen Stromzählern haben, FTP beispielsweise. Und auch hier muss man daran denken, auch diese Protokolle sind normiert. Und so haben Sie wirklich vom Auto bis die Verbrauchswerte bei Ihnen im InnoSolve Energy oder in welchem System auch immer, SAP, mit was immer die abrechnen, dass das durchgängig zertifiziert ist, dass da kein Fehler passieren kann. Es sind keine manuellen Prozesse involviert, dass mal ein Mitarbeiter vielleicht ein CSV-File verhaut, wenn er irgendwie was ummodelt. Da ist einfach die Datenqualität ist gegeben, durchgehend. Genau hier das OCPP-Protokoll, das genormt wird. Jetzt, ich habe vorher schon oft vom Sintio-Portal gesprochen, einige kennen es vielleicht schon. Es ist frei zugänglich für Sie alle, also Sie können auf www.sintio.app gehen oder www.sintio.com, können sich einen Account machen, entweder nur als Nutzer, um an unseren Ladestationen zu laden, oder Sie können natürlich Ihre eigenen Ladestationen managen. Sie erstellen eine Organisation, das geht ruckzuck, und können dann Ihre Ladestation damit verbinden, kostenlos. Wenn man es einfach so im Heimgebrauch macht, haben wir 10% auf dem Umsatz mit dem Sintio Lite-Abo. Es ist eine Web-Applikation, also eben Sie greifen hier über den Browser zu oder Sie laden sich die Natel-App herunter für Android und iPhone. Hier ist wichtig, auch wenn Sie nur Endnutzer sind, wenn Sie nur Rechnungen runterladen müssen oder eine Ladestation starten wollen, können Sie das ab Ihrem Browser machen, auch als Endkunde, also auf der Webseite oder über Ihre Natel-App. Oft geht es ja bei anderen Systemen nur über die Natel-App. Wir bieten einige besondere Funktionen an, wie ein sehr flexibles Tarifmanagement. Also Sie werden sehen, wenn Sie eingeloggt sind, Sie können jeden Tarif abbilden, den Sie wollen, Hochtarif, Niedertarif. Florian hat es am Anfang erwähnt, das ChargeSync Plus Projekt, wo jede 15 Minuten immer ein anderer Tarif ist. Alles möglich. Man kann Grundgebühren für Zähler hinterlegen, man kann die aufteilen auf die Parteien und so weiter. Es ist skalierbar, die Software ist skalierbar. Heute sind viele Softwaren skalierbar, also egal, ob Sie 200 oder 200.000 Ladestationen haben mit diesen Cloud-Services, mit denen man arbeitet. Heutzutage kann man ja einfach immer mehr Ressourcen hinzufügen. Das ist gut, ist doch nicht, also muss ich dann schon noch Gedanken machen, wenn man die Software entwickelt. Aber die Skalierbarkeit der Software ist ja das eine, oder? Viel wichtiger ist die Skalierbarkeit des Abrechnungsprozesses und des technischen Betriebes. Wenn die Ladestation Fehler hat oder offline ist und jeden Tag sich mit einer Ladestation befassen müssen, die offline ist, ist das ein Aufwand für Sie, ist weniger effizient und durch das sind Sie auch weniger rentabel dann. Und genau das ist ein wichtiger Fokus von uns, ein Portal bereitzustellen, das Ihnen möglichst viel Arbeit abnimmt, sodass Sie mit den Margen, die es hier gibt, wirklich rentabel arbeiten können. Das Portal ist verfügbar in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Jetzt zur Abrechnung. Einfach, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber Sie haben mehrere Möglichkeiten, wie Sie abrechnen können via Sintio-Portal. Die für Sie wichtigste ist die, dass Sie es mit Ihrem System machen, dass Sie dem Kunden eine Rechnung schicken, so wie es der sich gewohnt ist. Und hier bieten wir sogenannte Export-Jobs an, also man kann die Verbrauchsdaten täglich, monatlich, wöchentlich, egal was Sie wollen, exportieren in Ihr System, in SAP, in InnoSolve, Endcontrol, egal was Sie haben. Die lesen es dann dort ein und berechnen Ihren Kunden das monatlich, quartalsweise oder wie Sie wollen. Sie können aber auch sagen, gut, einige Ladestationen habe ich ja im öffentlichen Bereich. Dort ist es so bei uns, man bezahlt direkt. Sie haben ja nicht die Kundendaten. Da gibt er einfach, wie Sie es hier auf der linken Seite sehen, die E-Mail ein, erhält dann eine Quittung nach dem erfolgreichen Ladevorgang. Und wir arbeiten hier einfach mit den Zahlungsmitteln, die Sie kennen, die sich gut automatisieren lassen fürs öffentliche Laden. Also der Kunde geht da hier hin zur Ladestation, scannt den QR-Code. Diesen QR-Code hier als Beispiel, das ist von einer Station bei uns an der Demowand, können Sie gerne scannen. Der kommt jetzt noch mit einem PIN, das ist, wenn man will, beispielsweise irgendwie in einer Stockwerkeigentümergemeinschaft, man hat noch Besucherparkplätze und man will jetzt nicht, dass jeder hierher kommt und ladet, ist das wie ein Gäste-WLAN, oder braucht man noch den PIN, man kann den QR-Code scannen, muss danach aber den PIN eingeben, damit man laden kann und dann werden Sie sehen, wie auf der linken Seite,
Sie können dann Ihr Zahlungsmittel angeben, dann werden 60 Franken reserviert, dann wird bezahlt. Für diese öffentliche Ladung nehmen wir das Geld ein als Cintio und überweisen es Ihnen nachher auf ein Konto Ihrer Wahl. Da haben Sie die Einnahmen klar aufgelistet pro Monat, pro Installation und können dann das auch auf verschiedene Konti überweisen, wenn Sie das möchten. Wir bieten auch noch die monatliche Direktabrechnung an. Also das ist jetzt, wenn Sie nicht über Ihr Innosolv abrechnen wollen beispielsweise oder außerhalb Ihres Versorgergebietes, können Sie auch sagen, gut, ich mache monatliche Abrechnung, Cintio soll das Geld einziehen und mir nachher überweisen. Der Kunde kriegt da nicht jede Ladung einzeln verrechnet. Einmal im Monat, ähnlich wie bei einem Spotify-Abo, ziehen wir ihm das Geld ab von seiner Karte, die er da hinterlegt hat mit Autocharger. Er hält dann auch eine Quittung. Das ist sehr angenehm für den Kunden oder nicht für jede Ladung eine Quittung, so im täglichen Gebrauch bei mir zu Hause, einfach einmal im Monat. Und es bietet Ihnen zusätzliche Vorteile, wenn wir Ihnen auch noch irgendwie eine Abogebühr für Sie einnehmen sollen von 9,90 Franken beispielsweise. Oder wenn es einen Leistungstarif gibt in diesem Gebiet, dann wird er ja meistens bezogen auf einen Monat. Oder wenn Sie einfach sonstige Grundgebühren haben, Zählergrundgebühren, das können wir für Sie einziehen und automatisiert Ihnen dann überweisen monatlich, wenn Sie es nicht über Ihre Software machen wollen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten zur Abrechnung. Ebenfalls wichtig, das Cintio-Portal, also man kann sich da eben auf cintio.com einloggen, Sie können aber auch eine eigene Domäne machen und Sie geben uns Ihre Firmenfarben und Ihr Logo an und dann bauen wir Ihnen eine White Labeling App, das ist das, was EWL gemacht hat. Dann kommt das Portal in Ihrem Look and Feel daher mit den Funktionen, die wir stetig weiterentwickeln. Und das ist eine große Chance für Energieversorger, weil viele Nutzer haben ja nicht täglich zu tun mit ihnen, aber wenn man eine E-Auto-Ladestation hat, ist man ja sicher mehrfach im Monat, vielleicht wöchentlich oder täglich mit ihnen in Kontakt. Und wenn ich da meine Mobile-App öffne, sehe ich immer das Logo von meinem Energieversorger und ich kann so auch immer direkt mit meinem Energieversorger in Kontakt stehen. Jetzt kommen einige Screenshots zum Portal selber. Eben, ich zeige gerne noch ausführlicher, wie das dann funktioniert. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Ihnen animiert ist oder nicht. Es läuft nicht. Das sollte jetzt animiert sein, Entschuldigung. Ja, genau, jetzt läuft, oder? Gut. Das ist eben, wenn Sie sich auf cintio.com einloggen, so sieht das aus. Ganz wichtig bei uns, die Software ist mandantenfähig. Also die erstellen sich einen persönlichen Account. Der ist erstmal nur dazu da, dass Sie laden können an Ladestationen, wo Sie freigeschaltet sind. Aber wenn Sie eigene Ladestationen managen wollen, dann müssen Sie eine Organisation erstellen, die dann den Namen von Ihrem Energieversorger hat. Oder Sie können auch pro Kunde oder was auch immer. Und in dieser Organisation werden dann die Ladestationen gemanagt und Sie können dann mehrere Administratoren oder Mitarbeiter von Ihnen auf diese Organisation zulassen. Und wenn ein Mitarbeiter vielleicht nach 2 Jahren das Unternehmen verlässt, löschen Sie einfach den Mitarbeiter raus, der hat dann keine Berechtigung mehr. Sie müssen also nicht irgendwelche Benutzernamen und Passwort sharen und dann weiß man nicht, wer was eingestellt hat oder wer hat jetzt dieses Passwort noch und der hat uns ja verlassen, aber könnte der theoretisch doch noch darauf zugreifen. Ich denke, das ist wichtig, insbesondere da die vielfach ja auch interne Datenschutzbestimmungen haben, die das eigentlich verbieten, wenn man irgendwie mit einem Account arbeitet. Ja, das ist wie, die machen eine WhatsApp-Gruppe und laden andere Leute ein. Einige sind Admin, andere können nur schreiben oder nur lesen. Sehr ähnlich wird das gehandhabt. Gut. Dann, alle Ladestationen kommen mit Bild und mit den zusätzlichen Details. Sie sehen die Tarife. Tarife sind für Sie ja teilweise nur zum Anzeigen da, dass der Kunde weiß, okay, diese Ladung hat mich jetzt 23 Franken gekostet, aber abgerechnet wird ja dann über Sie im Quartal oder monatlich oder egal, wie Sie auch das immer machen. Und hier eben vorher erwähnt, für die Skalierung des Betriebes, also Sie sehen von jeder Ladestation, wie lange war die offline oder wo gibt es Probleme bei den einzelnen Ladungen, gibt es fehlende Daten. Sie können Notizen machen hier pro Installation und Ihre Kollegen auch, wo man reinschreibt, okay, dazu mal wurde Folgendes abgemacht oder es gibt immer wieder mal technische Probleme, der Router sollte gewechselt werden. Also die History ist da trackbar für jede Installation.
Man kann auch den Hauswart hinterlegen, der informiert werden soll, wenn die Ladestation 2 Stunden offline ist, oder ein Mitarbeiter von Ihnen, der für diese Installation zuständig ist. Sie sehen aber auch alle Ladestationen, egal ob es 5000 oder 200 sind, auf einen Blick, welche ist oft offline oder hat technische Probleme und welche funktioniert einwandfrei. Hier ein Beispiel, das wird mit so einem grün-roten Balken dargestellt, weil offline, online, das ist ja sehr wichtig, oder? Die Ladestation fragt ja grundsätzlich, wenn jemand einen Badge swipet, geht die Ladestation immer auf den Server anfragen übers Internet, darf der Nutzer da laden? Und wenn die Ladestation offline ist, kann sie das nicht machen, oder? Und der Nutzer kann nicht laden, dann ist dafür der Nutzer dann geladen, oder? Und ruft dann an. Jetzt, bei uns haben Sie mal grundsätzlich eben, wir tracken da, wie lange ist eine Ladestation on und offline. Und das hilft Ihnen, oder? Sie können dann, wenn Sie verschiedene Ladestationstypen haben, können Sie vergleichen, ja gut, was funktioniert bei uns besser, oder sind es vielleicht alles dieselben Ladestationen, aber haben wir an der einen Installation Probleme, muss man da noch was verbessern? Diese sehen Sie hier, ist jetzt von der ganzen Zeit 7% offline gewesen. Das ist meine persönliche, bei mir zu Hause ist kein guter Wert, aber das ist auch ein bisschen, weil ich immer wieder rumbastle und was probieren muss. Ganz wichtig auch hier, wir bieten als einer der wenigen Anbieter an, dass bei uns das Laden auch im Offline-Fall funktioniert. Wir schauen, welche RFID-Karten, also die Badges, die man da swipet, welche ID-Tags da genutzt werden und speichern diese lokal auf der Ladestation. Und so muss die, wenn die offline ist, weiß die Ladestation, welche Nutzer da zugelassen sind, und sie muss nicht permanent online sein und den Server anfragen. Einmal pro Tag überprüfen wir das, oder ob das noch stimmt, weil es kann ja sein, dass Sie einen Nutzer blockieren oder dass ein Nutzer in eine andere Liegenschaft umgezogen ist. Und Sie müssen da gar nichts machen. Also das wird bei uns automatisch geprüft. Man muss da nicht, ich habe zwar den Nutzer aus der Nutzergruppe entfernt, aber der hat, glaube ich, noch lokal auf der Station ist noch seine Karte gespeichert, die muss man noch löschen. Funktioniert alles automatisiert. Hierzu gibt es auch ein Video, können Sie vielleicht, wir werden die Präsentation danach teilen, können Sie sich noch anschauen. Jetzt AI, künstliche Intelligenz, schon länger in aller Munde, wird bei uns auch schon länger eingesetzt. Hier als Beispiel, wenn Sie jetzt sich entscheiden, vielleicht außerhalb Ihres Versorgergebietes tätig zu sein und Sie kriegen Rechnungen von einem anderen Energieversorger, da auch wieder, oder was machen Sie, wenn Sie Einnahmen und Ausgaben vergleichen müssen? Was haben Sie von den Nutzern eingenommen und was müssen Sie diesem Energieversorger bezahlen? Das können Sie manuell machen, oder? Das ist einfach aufwendig. Gehen Sie da, schauen Sie sich die Ladungen an. Wenn möglich, machen Sie noch einen CSV-Export und vergleichen das mit der Rechnung, die kommt. Oder Sie machen das mit unserem Portal. Das PDF wird hier einfach wird hier hochgeladen. Das müssen Sie machen. Und dann wird automatisch geprüft, zu welcher Installation gehört diese Rechnung. Ist es eine Akontorechnung oder eine definitive Rechnung? Ist es für das erste Quartal? Was ist der Betrag ohne und mit Mehrwertsteuernummer? Und dann zeigt es Ihnen an, was die Differenz ist, ob Sie wirklich so viel eingenommen haben, wie Sie bezahlen müssen, auf einen Klick. Alles mit KI jetzt in diesem Fall. Tarife, eben Tarife, allenfalls sind sie für Sie nur zum Anzeigen da, dass der Nutzer weiß, was das kostet, aber werden nicht abgerechnet, eben wenn Sie das beispielsweise über IEC machen, oder sie werden eben abgerechnet, angezeigt und abgerechnet. Hier sehen Sie, wie man das macht. Man bestimmt mal einen Basistarif und dann Ausnahmen, das sind dann die Hochtarife, und da kann man irgendwie 2 Hochtarife haben an einem Tag, das ist kein Problem. Also eigentlich kann man bis 96 Werte haben pro Tag. Das ist dann alle 15 Minuten ein anderer Wert. Der Kunde sieht das natürlich auch immer, wenn er sich auf der App einloggt. Er sieht, jetzt bezahle ich so viel. Wenn ich nach 20 Uhr beispielsweise lade, ist es dann für mich günstiger. Und egal, das ist alles, also wenn Sie sich jetzt heute einloggen, das ist alles schon dabei und funktioniert. Wenn die abrechnen wollen, dann müssen wir ja die Daten exportieren. Und das können Sie auch ganz einfach auf dem Portal machen. Sie können diverse Exportjobs erstellen. Sie können sagen, ob Sie Hoch- oder Niedertarif wollen, ob Sie 15 Minuten Lastgänge oder Werte wollen. Hier ein Beispiel für InnoSolve. Viele von Ihnen haben das InnoSolve Zeitreihenmodul. Die bieten ja neben dem 15-Minuten-Wert, den man da hat,
bieten sie auch noch einen Code an. Sie sehen es hier, FGVEWL, und wir arbeiten mit diesen Codes. Also wir senden Ihnen nicht nur einen 15-Minuten-Wert, weil bei einer Ladestation könnte der ja 0 sein und man weiß jetzt nicht, gut, war sie jetzt gerade offline, hat wirklich niemand geladen. Dann können wir Ihnen noch mitsenden, okay, wir senden Ihnen 0 Kilowattstunden wurden in diesem 15-Minuten-Segment geladen, aber es ist ein vorläufiger Wert. Wir müssen warten, bis die Ladestation wieder online kommt. Sie müssen aber gar nichts machen, weil vielleicht kommt sie ja wieder online oder in vielen Fällen ist das so, einfach ohne dass die etwas machen müssen. Und dann kommen am nächsten Tag dann die wahren Werte, also der definitive Wert, der nicht mehr geändert werden muss. Und so müssen Sie nicht sich täglich mit Daten befassen. Haben wir das bekommen? Stimmt das auch wirklich? Ja, müssen wir den Export nochmal anstoßen? Das funktioniert alles automatisiert. ISA ist nur ein Format, oder? Es gibt ganz viele verschiedene. Das machen wir so, wie Sie es brauchen für Ihren Import. Aber ISA ist ein Format von verschiedenen Formaten, wie es EWL braucht, um deren Abrechnung zu machen. Und damit gebe ich gerne gleich weiter an Adrian Annen von EW Luzern, damit er Ihnen zeigen kann, wie Sie das Ganze bei sich aufsetzen und was Ihre Strategie ist. Vielen Dank. Danke, Philipp. Danke auch Florian, dass ihr so schön vorgelegt habt. Mein Name ist Adrian Annen. Ich arbeite bei EWL eigentlich in der Energieberatung, bin aber noch Co-Leiter der Produktgruppenverantwortung der E-Mobilität. Demher kann ich Ihnen da direkt aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben heute, oder ich darf Ihnen heute folgende 3 Themen ein bisschen näher bringen. Was ist unsere Strategie im Bereich der E-Mobilität? Da sind ja immer alle ein bisschen bedeckt. Ich versuche heute ein bisschen unbedeckter unterwegs zu sein. Was sind unsere Dienstleistungen beim Laden und warum setzen wir das Syntio Backend ein und wie unterstützt es uns? Zuerst aber, bevor wir anfangen, wer ist EWL? Das ist kein Ersatzwert, ein Wahrwert oder ein Leerwert, wie wir da vorhin gleich gehört haben von Innosoft. Nein, ist Energie Wasser Luzern. Wir sind ein Querverbundsunternehmen, lokalisiert in Luzern. Sie sehen ein schönes Wimmelbild. Wir machen so ziemlich alles, also von Strom über Wasser, Gas, Wärme, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Wenn Sie mal in Luzern waren, kommen Sie nicht um uns herum. Bei der Straßenbeleuchtung werden Sie uns auch sehen oder wenn Sie aus einem Brunnen in der Altstadt trinken, ebenfalls. Wir sind ein klassischer Netzinfrastrukturbetreiber, sind auch stolz darauf, die unterschiedlichen Netze zu haben. Entsprechende Energiemengen setzen wir auch ab. Verglichen mit anderen EVUs in der Schweiz, bedeutend größer, sind wir so der kleinste, aber irgendwo ein bisschen der größere unter den kleinen. Ist immer so blöd, wenn man an der Kante steht. Aber ja, Querverbundsunternehmen bringen das mit sich. Neben unseren Netzen haben wir auch Dienstleistungen. E-Mobilität ist eine der Dienstleistungen, die wir ein bisschen näher beleuchten möchten jetzt. Was ist unsere Strategie im Bereich der E-Mobilität? Wir sind da sehr transparent. Wir haben unsere Strategie und unsere Vision auch auf der Webseite aufgeschaltet. Wenn man bei uns auf der Webseite surft, stößt man irgendwann dann auf unsere Strategie und da hat es eine wunderschöne Zahl. Die mag ein bisschen befremdlich erscheinen, 3000 Ladestationen bis 2030. Tönt noch viel. Nein, ich kann Sie beruhigen, wir haben nicht den größten Bahn, auch wenn man links davon sieht, dass wir 1 Milliarde für den Umbau der Wärmeversorgung der Stadt Luzern ausgeben dürfen, müssen, sollten, damit die Stadt Luzern bis 2040 CO2-neutral unterwegs ist, ist das immer so eine Relation. Wenn man an Luzern denkt, denkt man in erster Linie immer an reiselustige Gruppen, die sich da mit Bussen in die Stadt fahren lassen. Und wer schon mal in Luzern zur Stoßzeit war, weiß, dass wir verkehrstechnisch ein bisschen, ja, sage ich mal, benachteiligt sind durch die Lage am See, wenn die viele Vorteile bringt. Und Luzern ist ja nicht gemeinhin als Mekka der E-Mobilität bekannt. Es hat zwar schon Ladestationen, aber nicht unbedingt an der richtigen Stelle oder in einer solchen Vielzahl, dass man sie sieht. Und darum 3000 Stück bis 2030. Ja,
Städte und Stadtwerke haben eigentlich so den Ruf, ein bisschen träge zu sein. Da ein aktueller Artikel von diesem Jahr von einem Portal da in Luzern, der Zentralschweiz, dass die Stadt Luzern in die Elektrorevolution schleicht. Ich finde das jetzt ein bisschen despektierlich, nicht ganz, aber es hat auch eine gewisse Wahrheit drin, da Sie kennen sich wahrscheinlich mit politischen Prozessen aus, braucht immer ein bisschen Vorlauf, bis da die richtigen Weichen gestellt sind und dann alles ins Rollen kommt. Und da möchte auch EWL einen Beitrag dazu leisten. Wie gesagt, wer sich mit politischen Entscheidungen und Entscheidungsfindung auseinandersetzt, kennt es. Bei uns in Luzern ist es nicht anders. Die ganze Entwicklung oder die ganze Darstellung der E-Mobilität, die Fortschrittstechnologie, wie setzt man das um, fußt auf unterschiedlichen Konzepten, Szenarien und Studien. Vielleicht, man sieht es auf der linken Seite, was ein bisschen gearbeitet wurde in der Vergangenheit und die Basis dann bildet auch für die Marktentwicklung, abgestimmt mit der Stadt Luzern und so weiter. Hinzu auf der rechten Seite so, wo kann man was wie einbringen, wer profitiert wann, wie, von welcher möglichen Ladekonzeption. Ja, was für Profis auf dem Bereich Laden auf der Hand liegt, muss halt teilweise in gewissen Gremien halt von weit her erklärt und fundiert betrachtet werden, bis dann endlich das Tun möglich ist. Aber wir wollen uns jetzt ja nicht an der politischen Lage da ein bisschen konzentriert aufhalten, sondern wir gehen weiter. Wo sieht sich EWL bei der Positionierung der Marktsegmente? Wir hatten vorhin die Ladewelten ein bisschen. Wir sehen uns eigentlich im Bereich des privaten Laden und des öffentlich zugänglichen Laden als Dienstleister. Ich habe Ihnen unten noch so ein bisschen aufgezählt, wo wir was wie einsetzen oder wo wir gedenken, was wo wie einzusetzen. Wir kommen dann später bei den Dienstleistern ein bisschen drauf. Einfach, wenn man sieht, in der ganzen Breite, privat und öffentlich. Und jetzt kann man sich natürlich selber ausrechnen, die 3000 Ladestationen werden sicher keine öffentlichen Schnellladestationen mit mehr als 60 Kilowatt sein. Sie werden wahrscheinlich eine gute Mischung zwischen privatem Laden und öffentlich zugänglichen Laden mit Tendenz, dass sie eher im privaten Bereich dann verbaut worden sind. Wir würden uns positionieren, eigentlich als die Ansprechpartnerin im Raum der Stadt Luzern rund um das Thema E-Mobilität. Wir bündeln interne Ressourcen und Kompetenzen. Gemeinhin bei einem EVU sind viele Ressourcen und Kompetenzen vorhanden, man muss sie nur korrekt einsetzen. Dann Kundenberatung und zeitnahe Behebung von Störungen durch die lokale Verankerung, die wir haben. Ja, Kunden sind uns bekannt, wir sind den Kunden bekannt, EWL ist eine Marke, von dem her passt das eigentlich. Und die Montage von Ladestationen und Grundinstallationen und auch den Betrieb und Unterhalt würden wir in Eigenleistung machen oder machen wir in Eigenleistungen und können so die Qualität und Effizienz garantieren und im Griff haben. Das mal ein bisschen, wo wir uns da strategisch bewegen und woher wir das wissen, wie wir uns da irgendwie gedenken zu positionieren. Ja, was haben wir denn für Dienstleistungen? Mit einer Strategie ist ja noch nicht alles gemacht, oder? Es braucht noch Leute, die da irgendwie was an Dienstleistungen herausfinden. Gehe gleich wieder auf unsere Angebote und Use Cases ein, wenn wir sehen, wo wir da uns positionieren möchten. Fürs Eigenheim bieten wir Einzelladestationen an und dann für das Laden in größeren Gruppen, sage ich mal, sei es ein Mehrfamilienhaus auf der Arbeit oder halböffentlich, das sind so gescherte Lade- und Parkplätze, haben wir die EWL-Ladelösung. Diejenigen, die es kennen und wissen, wir setzen es auf Produkte aus dem Hause Septec. Und dann haben wir noch öffentliche Langsamlader. Das ist also per Definition alles unter 60 Kilowatt, sind öffentliche Langsamlader. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Und dann gibt es eine öffentliche Schnelllader, das ist dann alles über 60 Kilowatt. Da werden aber auch die Profis ein bisschen lächeln, weil heute
spricht man ja von 300, 400, 600 kW, Megawatt Charging und so weiter. Ja, öffentliches Schnellladen ist immer so eine Definitionssache. Aber das sind unsere Use Cases, das sind auch unsere Angebote, wie wir aktuell am Markt sind und am Markt auch zu den Kunden die entsprechenden Angebote darreichen. Jetzt kommen wir eigentlich zur Gretchenfrage. Was macht das Syntio Backend bei uns und was deckt es für Use Cases ab oder wie arbeiten wir damit? Die erste Frage, warum setzt EWL auf das Syntio Backend? Sie können sich vorstellen, 3000 Ladestationen zu verwalten in täglichen Betriebswahnsinn. Das kann man schon mit einer Excel-Liste und ein bisschen gutem Willen, aber das ist natürlich nicht zielführend. Also brauchen wir ein Backend, welches proaktiv arbeitet, uns unterstützt bei täglichen Betriebs- und Unterhaltsaufgaben. Dann sollte das Backend unterschiedliche Use Cases abrechnen können. Wir haben es heute gehört, Tarife abbilden und so weiter. Dann ein wichtiger Punkt, Datenexport in unsere Branchenlösung ISE, ist ein Muss. Dann das Anbieten gängiger Zahlungsmethoden und Zahlungsmittel. Man denkt an halböffentlich und öffentliches Laden. Dann Zukunftssicherheit durch offene Standardkommunikation. Hatten wir heute schon bereits von Philipp gehört. Proprietäre Backends sind einfach nicht so berechenbar zukünftig. Daher setzen wir auf Standortkommunikation. Dann auch Minimierung von Supportfällen. Also das Backend soll dem Kunden zeigen, gibt es eine Störung, kann ich laden, wie ist die Bedienung, möglichst einfach, damit nicht jeder verkantete Stecker, jedes Mal, wenn es nicht gleich lädt, ein Supportanruf gestaltet werden muss. Das sind so Grunddinge, die ein Backend oder das Syntio-Backend zu erledigen hat. Und natürlich, Transparenz ist wichtig. Unterstützende Information der Kundschaft mit Ladedaten, wo ist was verfügbar, wann habe ich wo wie geladen. Das sind natürlich Dinge, tönen so selbstverständlich, sind aber wichtig im täglichen Austausch mit dem Kunden. Welche Use Cases werden umgesetzt? Ich habe da mal ein bisschen wieder unsere Folie hergenommen. Beim privaten Laden sind das wirklich Betriebsaufgaben, Überwachung, Nutzerverwaltung, Zugriffssteuerung, Ladedaten, Datentransfer, Abrechnung, öffentlich Überwachung, teilweise Nutzerverwaltung, gerade im halböffentlichen Bereich, Autorisierung, Bezahlung mit gängigen Zahlungsmethoden und zukünftig eventuell Roaming, das heißt die Akzeptanz von fremden Ladekarten. Dort heißt es auch gut den Markt beobachten. Ist das noch gefragt? Wird das abgelöst von gängigen Zahlungsmethoden? Ist es ein Relikt und so weiter? Aber da ein Backend hat viele, viele Aufgaben und entsprechend kompatibel muss es mit allen Möglichkeiten sein. Und wir sehen das in diesem Zusammenhang mit dem Syntio Backend. Dann gerne möchte ich zusammenfassen. Ja, ich weiß, dass hier links, das ist ein bisschen schwierig, aber das zeigt eigentlich genau das, was ich von einem Backend oder was EWL von einem Backend erwartet und wie wir das Syntio Backend sehen. Es ist für uns eine eierlegende Wollmilchsau, weil das Syntio Backend ist der Dreh- und Angelpunkt im Bereich der EWL E-Mobilität, dient als Basis für Weiterentwicklungen. Sie wissen ja, eine gute Software hat einen Stand, wenn sie mal rauskommt, aber eine noch bessere Software kann man immer weiterentwickeln. Wir sehen auch das Syntio Backend durch seine Nähe zum Schweizer Markt im Vorteil. Wir Schweizer haben immer so das Gefühl, wenn wir uns betrachten, wir sind so der Nabel der Welt, wenn man ein bisschen nach der Grenze guckt. Die E-Mobilitätswelt ist draußen vor unserer Grenze eine andere und auch wenn wir uns da immer groß und stark fühlen, die Schweiz ist ein kleiner Player in diesem E-Mobilitätsmarkt. Ist es schön, wenn jemand in der Schweiz Software entwickelt für den Schweizer Markt, weil das macht uns stark. Und für uns ist das Syntio Backend eine logische Weiterentwicklung des bestehenden und bereits im Einsatz befindlichen X-Link. Darum, ja, das ist die Basis, die wir da haben. Und darum gibt es auch das wunderschöne Tier draus. Und mit diesem Tier möchte ich nun meinen kleinen Exkurs abschließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke dir, Adrian, für den tiefen Einblick und die bildhafte Präsentation. Wir haben jetzt das Plenum geöffnet für Fragen. Wie gesagt, Sie dürfen sich gern direkt mündlich melden, wenn Sie Fragen haben, oder auch via Besprechungschat. Da ist schon eine Frage reingekommen, und zwar, ob auch ein PV-Tarif möglich ist. Können wir probieren, sie zu beantworten. PV-Tarif, ich verstehe es so, dass Sie halt einen Tarif festlegen, der Solarstrom vom eigenen Dach, vom Gebäude, kostet 15 Rappen pro Kilowattstunde beispielsweise. Und jetzt besteht ja die Herausforderung, dass man den einzelnen Nutzern an den einzelnen Ladestationen dann jeweils den PV-Tarif weitergibt, und zwar gemäß ihrem Solaranteil in jeder Viertelstunde. Das heißt, das Prinzip ist eigentlich sehr ähnlich wie beim dynamischen Stromtarif, den der Energieversorger zum Beispiel veröffentlicht auf einer Website, der sich dann 96 Mal pro Tag jede Viertelstunde ändern kann. So brauchen wir, um PV-Tarif abbilden zu können, die Solarproduktion in den 96 Viertelstunden pro Tag und können dann den Solartarif, Solarstromanteil für jede Ladestation ausrechnen und dann eben auch den gewichteten Preis, Solaranteil mal Solarstrompreis plus Netzanteil, Netzbezugsanteil, zum Beispiel 85%, wenn der Solaranteil 15 war, mal Netzbezugspreis in diesem Moment. Der kann beim dynamischen Tarif dann auch viertelstündlich variieren, wie der Solarstromanteil, oder eben beim Hochniedertarif einfach nur zweimal pro Tag wechseln. Das heißt, das Prinzip, wie man das abbilden kann, ist ähnlich wie beim dynamischen Tarif, viertelstundenweise 96 Mal pro Tag. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Sonst gern nachhaken per Mikro. Ja, gibt es weitere Fragen zum Teil von Philipp Ruin, Adrian Annen oder sogar zu meinem? Herr Florian, es ist noch, es gibt den normalen Chat und Questions and Answers hier in Teams. Einige stellen ihre Fragen in Questions and Answers. Dort wurde zum Beispiel gefragt, ob der 15 Minuten Lastgang, ob das nur für bestimmte Ladestationen gemacht wird. Nein, also bei uns, wir gehen ja nicht auf irgendeine herstellerspezifische API. Wir machen das über OCPP, über die Meter Values, die die Ladestation dort senden muss. Entweder einfach jede Minute oder Clock-Aligned Meter Values gibt es da, wo man 15 Minuten einstellen kann. Und somit können wir Lastgänge von allen Ladestationen, die wir auf unserem Portal unterstützen, exportieren. Ebenfalls wurden wir dort noch gefragt, wie sieht es mit der Zertifizierung dieser Lastgänge aus? Sind diese für eine Abrechnung zulässig, eine LEC oder ein virtuelles ZEP? Da muss ich vielleicht noch eine Gegenfrage stellen. Oder? Also wir arbeiten eben nach diesen offenen Protokollen, nach diesen Normen. Zertifizierung kenne ich mich persönlich jetzt noch zu wenig aus. Da wissen andere wahrscheinlich mehr, aber da müssen Sie uns einfach angeben, wie das genau, nach was das zertifiziert sein müsste. Ob das wirklich dann nur der Mieter von der Ladestation ist oder eben auch die Übertragung. Das funktioniert ja nicht alles ganz wie bei den Stromzählern, weil eben bei den Ladestationen hat sich dieses OCPP-Protokoll als offene Schnittstelle jetzt eigentlich durchgesetzt. Sehr gut, danke für den Hinweis zum Q&A-Chat. Sie dürfen gern im Q&A-Chat weiterfragen, F&A in der deutschen Version vom Teams, oder auch mündlich im Plenum, wenn Sie wollen. Gibt es weitere Fragen? Es kam noch eine Frage, Florian, zum Leistungstarif. Wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, wie der Leistungstarif, also der Peak, den man da hat, 2 Franken pro Kilowatt pro Monat, wie wir das aufteilen. Also 2 Franken habe ich jetzt selbst genannt, sorry. Okay, kann ich gern probieren zu beantworten. Ein Leistungstarif ist ja meistens auf die Leistung bezogen, wie der Name sagt, und wir wissen erst am Ende des Monats, wie war also die meisten Energieversorger, die ich kenne, stellen sich beim Leistungstarif, stützen sich auf den Monatspeak ab. Ich weiß, es gibt auch einzelne Fälle,
wo das anders ist, wo es der Jahrespeak sogar ist. Und wenn wir meinen, es ist der Monat, dann kennen wir nach Abschluss des Monats, wenn der Energieversorger dann die Rechnung schickt, den Leistungspeak mal dem Kilowattpreis, zum Beispiel 1,50 Franken pro Kilowatt. Damit kennen wir die Leistungstarifkosten. Und die kann man dann im Nachhinein individuell verteilen. Da gibt es jetzt, ist dann teilweise fast eine philosophische Diskussion, wie mache ich das? Stütze ich mich dann einfach auf den absoluten Peak pro Ladestation pro Monat ab, egal zu welchem Zeitpunkt der stattgefunden hat. Eigentlich für den monatlichen Peak und die Leistungstarifkosten ja nur eine einzige Viertelstunde im Monat relevant ist. Das heißt, ich habe die Wahl, nehme ich diese eine Viertelstunde und teile die Kosten gemäß Ladebeteiligung von den Nutzern in dieser einen Viertelstunde auf, oder mache ich es pauschal nach Monatspeak pro Ladestation über den ganzen Monat und teile dann anteilsmäßig die gesamten Leistungstarifkosten pro Monat auf. Da sind wir sehr froh um Inputs von Ihnen auch, was Ihnen da am fairsten, praktikabelsten, am kommunizierbarsten erscheint gegenüber Ihren Endkunden auch, weil wir haben mit unserer Softwarelösung im Hintergrund eigentlich alle Möglichkeiten. Das Wichtigste am Ende ist dann vor allem noch, dass es der Endkunde versteht und es kommunizierbar bleibt. Also lange Antwort, kurz gefasst, ja, wir können das sehr flexibel abbilden, sind aber wirklich froh um Inputs, wie Sie das gerne hätten, damit wir das wirklich auch massentauglich implementieren können. Kann vielleicht schon sagen, Florian, oder wir haben ja die dynamischen Tarife, Entschuldigung, die Leistungstarife schon drin bei einigen Installationen, und dort bis jetzt ist es so, dass einfach jeder vom Peak zahlt da jeder im Verhältnis einfach einen fixen Teil davon pro Monat. So wird das jetzt an den Orten, an denen wir das haben, schon gemacht. Aber ganz wichtig, genau, OCPP sendet mit den Meter-Values, sendet es nicht nur minütlich, was der Zählerstand jetzt gerade ist, die Kilowattstunden, sondern es sendet immer auch die Leistung. Und es kommen noch zusätzliche Parameter immer mit, wie Temperatur und so weiter, die jetzt nicht so wichtig sind, Spannung pro Phase. Aber wir kriegen da ganz viele Daten jede Minute von jeder Ladestation, die in der Datenbank gespeichert werden. Genau, und dadurch, dass wir 15 Minuten Lastgänge wirklich auch aufzeichnen, können wir wirklich auch den Leistungspeak pro Viertelstunde sauber identifizieren, und genau wie es der Herr Bruin gesagt hat, Stand heute haben wir ein pragmatisches Handling von den Leistungstarifen, dass wir die mit der monatlichen Servicegebühr pro Nutzer aufteilen auf alle Nutzer und den maximalen Peak so gleichmäßig sozial verteilen. Genau. Wir hätten noch Zeit für eine Frage, 1:12. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst stehen wir natürlich im ich sehe, eine Hand hebt sich noch. Genau, Sie dürfen sich. Oder war das ein Versehen? Ne, sie ist wieder weg. Ne, dann müssen wir es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir stehen natürlich auch im Nachgang jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wir werden auch in den Folien, die wir verschicken, unsere Kontaktdaten noch mit reinpacken, falls Sie die noch nicht haben. Und dann danke ich Ihnen sehr für die Zeit, für die Aufmerksamkeit. Es hat Spaß gemacht, auch mit euch, Adrian, Philipp. Und wie gesagt, wir werden die Folien versenden im Nachgang und Sie können dann gern auf uns zukommen bei weiteren Fragen. Vielen Dank und an Gute dann pünktlich um 12.